Ich begrüße Sie zur Vorstellung der MDA-Version 8.7.4. Mein Name ist Matthias Gekeler. Bei ETAS bin ich der für den MDA verantwortliche Produktmanager. In diesem Video geht es um die hier aufgeführten Themen. In der Beschreibung unterhalb des Videos finden Sie die zugehörigen Einsprungmarken. Im ersten Abschnitt geht es um das Vergleichen von Signalen aus unterschiedlichen Messdateien. Angenommen, Sie wollen Signale von mehreren Messdateien vergleichen. Aus der ersten Datei haben Sie bereits Signale ausgewählt. Nun sollen die gleichnamigen Signale aus einer anderen Messdatei zusätzlich angezeigt werden. Aber anstatt diese von Hand erneut auszuwählen, soll MDA dies auf komfortablere Weise unterstützen. Dafür gibt es im Konfigurationsmanager im Kontextmenü zu jedem Oszilloskop einen neuen Eintrag. Mittels Datei zum Vergleich auswählen öffnet sich ein Dialog, in dem die der Konfiguration hinzugefügten Dateien aufgeführt sind. Wählen Sie einen der Einträge aus und bestätigen Sie die Auswahl. Anschließend fügt MDA die Signale aus der neuen Datei dem Oszilloskop, das als Einstiegspunkt benutzt wurde, hinzu. Dabei wird jedes der neuen Signale dem gleichen Streifen hinzugefügt, in dem bereits das Signal aus der vorhergehenden Datei vorhanden ist. Für Boolean-Signale wird jeweils ein eigener Streifen unterhalb des vorhandenen Streifens angelegt. Um die Herkunft der Signale besser unterscheiden zu können, lässt sich für jede Datei eine eigene Farbe zuweisen. Diese Funktion gibt es bereits seit MDA-Version 8.6.7. Die einer Datei zugewiesene Farbe wirkt sich auf Oszilloskope, GPS-Instrumente und Streudiagramme aus. Allerdings ist der neue Weg zum komfortablen Zuweisen von Signalen vorerst auf Oszilloskope begrenzt. Zudem kann momentan lediglich ein Zielinstrument sowie eine neue Datei ausgewählt werden. Um Signale aus einer weiteren Vergleichsdatei hinzugefügt zu bekommen, müssen die Schritte wiederholt werden. Die derzeitigen Begrenzungen auf ein Zieloszilloskop und eine neue Datei werden mit der nächsten MDA-Version aufgehoben werden. Auf einige Spezialfälle möchte ich noch hinweisen. In diesem Oszilloskop ist das Originalsignal zweimal zu sehen. Außerdem gibt es ein Boolean-Signal im No-Match-Zustand. Beim Hinzufügen der Vergleichssignale wird jedes neue Signal nur einmal dem Oszilloskop hinzugefügt. Dies ist bewusst so definiert, nämlich um unerwünschte Duplikate zu vermeiden, wenn bereits Signale aus unterschiedlichen Dateien vorhanden sind. An dem Boolean-Signal ist gut zu erkennen, dass es keine Rolle spielt, ob sich das Signal im No-Match-Zustand befindet oder nicht. Wenn ein Signal mit dem passenden Namen in der gewählten Messdatei zu finden ist, wird es ausgewählt und hinzugefügt. Umgekehrt wird im aktuellen Stand ein in der Vergleichsdatei fehlendes Signal einfach übersprungen. In der nächsten MDA-Version wird in diesem Fall als Platzhalter ein Signal im No-Match-Zustand angelegt. Als zweites zeige ich Ihnen eine Erweiterung für das Streudiagramm. Auch bei diesem Thema ist der Anwendungsfall der Vergleich von Signalen. In meinem Beispiel wurde eines der Signale aufgezeichnet, das andere stammt aus der Berechnung mit Hilfe eines Modells. Im Oszilloskop ist bereits eine kleine Abweichung zwischen den Signalen zu erkennen. Um einen genaueren Vergleich durchzuführen, kann die Anzeige im Streudiagramm genutzt werden. Zuerst füge ich dem Streudiagramm eines der relevanten Eingangssignale des Modells hinzu. Dieses wird automatisch der X-Achse des Instruments zugewiesen. Als nächstes lasse ich die beiden zu vergleichenden Signale in das Streudiagramm fallen. Wird dies in Kombination mit der Steuerungstaste getan, werden die Signale aus dem Quellinstrument kopiert. Weil ich die Signale in den grafischen Bereich fallen gelassen habe, werden separate Streifen angelegt. Wie üblich kann die Synchronisation der Instrumente genutzt werden, um in Oszilloskop und Streudiagramm die gleichen Messwerte zu betrachten. Allerdings stört die Verteilung auf unterschiedliche Streifen beim direkten Vergleich der Signale. Diese Verteilung wird vermieden, wenn als Zielbereich zum Fallenlassen die Y-Achse des Streifens gewählt wird. Nun nutzen die Signale die gleiche Werteachse
und die Punktewolken beider Signale überlagern sich. Auch in diesem Fall kann im Oszilloskop der relevante Zeitausschnitt gewählt werden und die Anzeige im Streudiagramm folgt dieser Auswahl. Zur Identifikation der Messpunkte wird im Tooltip jeweils der zugehörige Signalname genannt. Bitte denken Sie daran, dass die Darstellung in einem Streudiagramm nur dann sinnvoll ist, wenn die Signale die gleiche Zeitbasis haben. Dies liegt daran, dass der Zeitstempel des Signals auf der X-Achse und der Zeitstempel des Signals auf der Y-Achse die Verbindung zwischen beiden Signalen darstellt. Genau diese zeitliche Übereinstimmung bewirkt, dass die zugehörigen Werte der beiden Signale zu einem Messpunkt im Streudiagramm führen. Daher sollten die in einem Streudiagramm gemeinsam angezeigten Signale aus der gleichen Messdatei stammen, vorzugsweise sogar im gleichen Messraster erfasst worden sein. Nun werden Sie erfahren, wie das Histogramm mit speziellen Messwerten umgeht. Vielleicht kennen Sie das Histogramm im MDA ja bereits und es fällt Ihnen auf, dass darin gerade ein rötlicher Balken erscheint. Dies ist eine neue, spezielle Klasse, die anzeigt, wie viele Messwerte in keine der numerischen Klassen fallen. Daher wird diese Klasse mit NaN für Not a Number beschriftet. Nun möchte ich Ihnen einige Beispiele zeigen, wo genau dies der Fall ist. Bei meinem ersten Beispiel ist der Grund dafür die Umrechnungsformel des Signals. Üblicherweise kennen Sie Signale, bei denen die physikalischen Werte durchgehend einen Zahlenwert darstellen. Daneben gibt es noch Signale, bei denen die physikalischen Werte ein Text sind. Diese bezeichnet man als Enumerationen. Mein Beispiel ist jedoch eine Kombination aus beiden Typen. Üblicherweise ist für den überwiegenden Bereich eine Umrechnung in einen Zahlenwert definiert. Zusätzlich gibt es in meinem Beispiel noch genau einen Implementierungswert, für den ein Text zugewiesen ist. Ein Signal mit einer solchen Umrechnungsformel wird als Status-String-Ref-Signal bezeichnet. Dieser Umrechnungstyp wird verwendet, wenn beispielsweise bei einem Sensor ein ungewöhnlicher Zustand festgestellt wird und der Anwender direkt einen entsprechenden textuellen Hinweis wie Fehler oder Sensor nicht angeschlossen bekommen soll. Die textuelle Umrechnung liegt üblicherweise am unteren oder oberen Ende des Bereichs der Implementierungswerte. Dadurch zeigt die Signalkurve im Oszilloskop für solche Werte ein leicht erkennbares lokales Minimum oder Maximum. Entsprechend der Umrechnungsformel zeigt der Cursor an solchen Stellen einen verbalen Wert und keinen numerischen Wert an. Wenn alle Messpunkte im gewählten Ausschnitt einen verbalen Wert aufweisen, zeigt das Histogramm nur noch den Balken für die Not a Number Klasse an. Nun zeige ich Ihnen einen zweiten Fall, bei dem Messwerte in diese NaN-Klasse fallen. Bei meinem Beispielsignal gibt es in der Signalkurve einige Lücken. Dies kommt daher, dass einige Messwerte in der Messdatei als invalide markiert sind. Im MDF4-Standard wurde ein Invalid Flag definiert. Damit werden Messwerte markiert, die bereits bei der Aufzeichnung als fragwürdig detektiert wurden. MDA unterbricht die Signalkurve im Oszilloskop, wenn ein solcher invalider Messwert auftritt. Dies geschieht bereits, wenn lediglich ein einziger Messwert diesen Zustand aufweist. Dann sollten Sie die entsprechende Stelle in einer Tabelle genauer anschauen. Dort wird für das Invalid Flag ein rotes Ausrufezeichen am entsprechenden Messwert angezeigt und im Tooltip erwähnt. Im Histogramm werden solche Messwerte wiederum der Not a Number Klasse zugewiesen. Weisen hingegen alle Messwerte im gewählten Zeitausschnitt einen numerischen Wert auf, können diese in die definierten Klassen einsortiert werden und die NaN-Klasse verschwindet automatisch. Schließlich können sich auch bei Berechnungen Messwerte ergeben, die in die Not a Number Klasse fallen. Ich habe für mein Beispielsignal als Berechnung die Kehrwertbildung gewählt. Mathematisch ist jedoch die Division durch Null nicht definiert. Daher erscheint in der Tabelle für diese Stellen das Unendlichkeitssymbol. Ich vergrößere nun den Zeitausschnitt im Oszilloskop so sehr,
dass schließlich nur noch dieser eine Messwert in den sichtbaren Ausschnitt fällt. Dementsprechend erscheint im Histogramm nur noch der Balken für die Not-a-Number-Klasse mit genau einem Messwert. Für ASCII-basierte Messdateien wurde eine Limitierung bei den Signaldatentypen beseitigt. Neben gewöhnlichen numerischen Signalen und Enumerationssignalen kann es in einer MDF4-Messdatei auch sogenannte Status-String-Ref-Signale geben. Die Messwerte solcher Signale weisen entweder einen numerischen oder einen verbalen Wert auf. Da ASCII-basierte Messdateien für ein Signal lediglich eine Art von Werten enthalten können, wurde für Status-String-Ref-Signale ein ähnlicher Ansatz wie für Enumerationssignale gewählt. Für Enumerationssignale gibt es eine Option, um in der INI-Datei festzulegen, in welcher Art das Signal exportiert werden soll. Dies kann entweder der verbale Wert oder der ursprüngliche Implementierungswert in dezimaler Schreibweise sein. Eine vergleichbare Option wurde nun auch für Status-String-Ref-Signale eingeführt. In der Standardeinstellung werden die verbalen Werte in die neue ASCII-basierte Messdatei geschrieben. Alternativ kann in der INI-Datei die numerische Option gewählt werden. Dies habe ich für eines der in meiner CSV-INI-Datei definierten Formate getan. In meiner MDA-Konfiguration sind 3 Status-String-Ref-Signale ausgewählt. Das erste weist durchgehend für die gesamte Messdatei nur Messwerte mit einem verbalen Wert auf. Das zweite Signal hat ausschließlich numerische Werte. Und für das dritte Signal habe ich einen Zeitbereich gewählt, in dem ein Wechsel von einem numerischen zu einem verbalen Wert stattfindet. Um den Umfang der zu exportierenden Daten zu verringern, starte ich den Export aus dem Tabelleninstrument. Die in meiner INI-Datei definierten CSV-Varianten stehen zum Export zur Auswahl. Zunächst exportiere ich in das CSV-Format mit der numerischen Einstellung. Beim zweiten Export wähle ich das CSV-Format, für welches die Standardeinstellung zur Anwendung kommen wird. Nun lade ich die Datei, bei welcher die Messwerte in numerischer Weise exportiert wurden, in den MDA. Im Variablen-Explorer ist zu sehen, dass alle 3 Signale als gewöhnliche analoge Signale aufgeführt werden. Dementsprechend werden in der Tabelle auch ausschließlich Zahlenwerte angezeigt. Schauen wir uns die Werte für das Signal, bei dem es ursprünglich einen Wechsel von den numerischen zu den verbalen Werten gab, genauer an. In der Exportdatei zeigt sich an dieser Stelle eine starke Änderung des Zahlenwertes. Es wurde die numerische Umrechnungsformel auch auf die Messwerte angewandt, die in der Originaldatei in den Bereich der verbalen Umrechnung gefallen sind. Dies ist anders als bei der numerischen Exportoption für Enumerationssignale. Dort wird der Implementierungswert in die Exportdatei geschrieben. Für Status-String-Ref-Signale wurde bewusst ein anderes Verhalten gewählt. Üblicherweise liegt bei solchen Signalen die verbale Umrechnung am oberen oder unteren Rand der Implementierungswerte. Wird nun beim Export die numerische Umrechnung auf den gesamten Wertebereich angewandt, ergeben sich für die Messwerte mit den ursprünglich verbalen Werten weiterhin extreme Werte. Dadurch können diese Werte auch dann erkannt werden, wenn alle Messwerte lediglich numerische Werte aufweisen. Werfen wir noch einen Blick in die Exportdatei, bei der die Standardeinstellung, also verbale Werte, zur Anwendung kam. Da die Messwerte nun durchgehend als Text behandelt werden, öffne ich diese Datei in einem Texteditor. Wie erwartet erscheinen die Werte, die ursprünglich als verbale Werte in MDA angezeigt wurden, nun wieder als verbale Werte. Sie können also selbst entscheiden, welche der Einstellmöglichkeiten der neuen Option für Ihren Anwendungsfall die bessere ist. Auch die Unterstützung von Excel-Dateien wurde verbessert. In ähnlicher Weise wie ASCII-basierte Messdateien werden nun auch Excel-Dateien unterstützt. Wiederum kann für die Excel-Dateien in einem separaten Verzeichnis eine INI-Datei abgelegt werden. Wiederum wird eine Beispiel-INI-Datei bereitgestellt, in der die unterstützten Optionen beschrieben sind.
Momentan gibt es Optionen, um die Zeilen mit den Signalnamen, den Einheiten und dem Beginn des Datenblocks anzugeben. Für den Zeitkanal stehen zwei Möglichkeiten zur Wahl. Wie bei ASCII-Dateien kann man die Namen des Zeitkanals angeben. Anders als bei den ASCII-Dateien kann alternativ auch ein virtuelles Zeitraster definiert werden. Dieses beginnt beim Zeitstempel 0 und wird dann für jede Datenzeile um das definierte Raster vergrößert. Zur Veranschaulichung habe ich eine Beispieldatei erstellt. Das erste Tabellenblatt in meiner Excel-Datei enthält keine Messdaten, sondern eher allgemeine Angaben. Die folgenden Tabellenblätter sind zwar unterschiedlich strukturiert, enthalten aber stets die gleichen Signale und Daten. Die Blätter Sheet 1 und Sheet 2 enthalten einen Zeitkanal und 7 Signale, teilweise mit Einheiten. Im dritten Tabellenblatt gibt es keinen Zeitkanal. Dementsprechend habe ich die INI-Datei angepasst. Zwei Aspekte sind dabei erwähnenswert. In der INI-Datei für die Excel-Formate ist es erlaubt, dass für unterschiedliche Angaben die gleiche Zeile angegeben sein kann. In meinem Beispiel ist dies bei der zweiten Definition der Fall, nämlich für die Namenszeile und die Einheitszeile. In der dritten Definition ist der Eintrag für den virtuellen Zeitkanal zu sehen. Damit dieser zu meinem Beispiel passt, habe ich als Raster 100 Millisekunden eingetragen. Zum Laden der Excel-Datei kann beispielsweise der Hinzufügen-Knopf verwendet werden. Ich tue dies, weil Sie im Öffnen-Dialog sehen können, welche Excel-Dateiformate von MDA unterstützt werden. Nach der Auswahl der Datei versucht MDA, jedes Tabellenblatt mit einer der Definitionen aus der INI-Datei zu interpretieren. Die Definitionen werden der Reihe nach angewandt. Sobald eine Definition ohne Widersprüche genutzt werden kann, wird diese verwendet. Alle nachfolgenden Definitionen werden ignoriert. Sollte keine der Definitionen passen, wird das betreffende Tabellenblatt übersprungen. Im Variablen-Explorer ist zu erkennen, dass der Name des Tabellenblatts als Rasterinformation eingetragen wird. Wie üblich erscheint der Zeitkanal nicht im Variablen-Explorer, sondern wird im Hintergrund verwendet, sobald ein Signal einem Instrument hinzugefügt wird. Im Oszilloskop sieht es so aus, wie wenn die Signale von den unterschiedlichen Tabellenblättern identisch wären. Dies ist für den generellen Signalverlauf zutreffend, weil die Messwerte der Signale in allen Tabellenblättern gleich sind. Ein genauerer Blick im Tabelleninstrument zeigt, dass bei den Signalen von Sheet 1 und Sheet 2 tatsächlich Messwerte und Zeitstempel identisch sind. Als nächstes füge ich der Tabelle das Signal Sample Counter von Sheet 3 hinzu, also von dem Tabellenblatt ohne expliziten Zeitkanal. Dieses hat offensichtlich beim Einlesen einen anderen, nämlich den virtuellen Zeitkanal erhalten. Daher starten die Messwerte exakt beim Zeitpunkt 0. Nachfolgende Zeitstempel werden dann im virtuellen Zeitraster von 100 Millisekunden fortgeführt. Nichtsdestotrotz passen die Daten zu denen der beiden anderen Tabellenblätter, weisen aber aufgrund des virtuellen Zeitkanals einen geringen Zeitversatz auf. Als nächstes werde ich einige Aspekte und Vorteile von Messdateien mit einem Index erläutern. Messdateien werden oftmals mit INCA aufgezeichnet. Dabei kann der Datei ein Index hinzugefügt werden. Hierfür bietet INCA eine entsprechende Benutzeroption. Es ist wichtig, dass die Indexeinstellung auf Standard gesetzt wird. Außerdem empfiehlt sich als Dateiformat MDF 4.1 oder höher einzustellen, da solche Dateien komprimiert geschrieben werden, also weniger Speicherplatz erfordern. Um Ihnen die Vorteile von indizierten Messdateien vorzuführen, habe ich ein Beispiel vorbereitet. Im Datei-Explorer wird mit einem zusätzlichen Icon angezeigt, dass die Datei keinen Index aufweist, obwohl das Datenformat dafür geeignet wäre. Im Oszilloskop ist das Signal aus der Datei ohne Index in Orange dargestellt. Das gleiche Signal in Blau stammt aus der Datei mit Index. Der wesentliche Vorteil des Index ist, dass das Zeichnen von Signalkurven schneller möglich ist. Auf dieser Folie möchte ich grob erklären, wie das funktioniert.
Oftmals fallen viele Messpunkte in die gleiche Pixelspalte auf dem Bildschirm. Das heißt, dass die einzelnen Messpunkte optisch nicht unterschieden werden können. Um zu verhindern, dass Messpunkte geladen werden, die grafisch nicht unterscheidbar sind, werden die Daten reduziert, also ausgedünnt. Hierzu wird für eine definierte Anzahl an Messpunkten lediglich der Minimum- und der Maximumwert gespeichert. Wenn auch für diese Paare von Minimum- und Maximumwerten eine bestimmte Anzahl erreicht ist, wird eine erneute Reduktion durchgeführt. Dadurch wird ein höheres Level an reduzierten Daten angelegt. Dieses Vorgehen wird so lange wiederholt, bis der gesamte Zeitbereich durch lediglich ein Paar von Minimum- und Maximumwerten beschrieben werden kann. Die Gesamtheit der reduzierten Daten wird Index genannt. Sofern sinnvoll, werden beim Zeichnen einer Signalkurve im Oszilloskop lediglich die reduzierten Daten verwendet. Dazu wird das relevante Indexlevel bestimmt und nur die entsprechenden Minimum- und Maximumwerte für jede Pixelspalte ausgelesen. Zurück zum MDA. Dass die reduzierten Daten aus dem Index verwendet werden, wird durch ein Icon an der unteren linken Ecke des Oszilloskops angezeigt. Dieses Icon erscheint so lange, wie es mindestens ein Signal gibt, dessen Signalkurve auf den reduzierten Indexdaten basiert. In meinem Fall fallen ca. 400 einzelne Messpunkte auf jede Pixelspalte. Beim Hineinzoomen wird der Zeitbereich kleiner und weniger Messwerte müssen geladen werden. Dadurch wird der Vorteil des Lesens von reduzierten Indexdaten immer geringer. Sobald im angezeigten Zeitbereich alle individuellen Messwerte gelesen werden, verschwindet das Icon. Nun zoome ich wieder auf den gesamten Zeitbereich. Das bedeutet, die maximale Menge an Daten muss verarbeitet werden. Und hierbei zeigt sich deutlich der Performance-Vorteil, den ein Messdatei-Index haben kann. Der Index bietet noch einen zweiten Vorteil. Wie erwähnt, bildet die höchste Indexstufe für jedes Signal das absolute Minimum und Maximum für die gesamte Dauer der Messdatei ab. Diese Werte können im Variablen Explorer in eigenen Spalten abgelesen werden. Wird ein Signal in ein Oszilloskop oder Streudiagramm eingefügt, dienen diese Werte dazu, um direkt den entsprechenden Achsbereich anzulegen. Sollte Ihre Messdatei keinen Index aufweisen oder das Dateiformat keinen Index unterstützen, bietet MDA noch eine andere Möglichkeit, um den initialen Wertebereich einer Achse festzulegen. Dies geschieht in den Achseigenschaften. Zunächst geben Sie den gewünschten Achsbereich ein. Anschließend klicken Sie auf das Sternchen in der Spalte als Favorit setzen. Der so definierte Achsbereich wird dadurch in Ihren Benutzereinstellungen gespeichert. Jedes Mal, wenn Sie ein Signal mit dem entsprechenden Namen in ein Oszilloskop einfügen, wird der als Favorit gesetzte Achsbereich automatisch eingestellt. Auch wenn Sie den Wertebereich in anderer Weise verändert haben, können Sie einfach zum Favoritenbereich zurückgelangen. Das Icon dafür wirkt sich auf alle Achsen der Signale aus, für die ein Favoritenbereich gesetzt wurde. Die Dateiindizierung lässt sich auch unabhängig von MDA durchführen. Zusammen mit der MDA-Installation wird ein neues Kommandozeilentool bereitgestellt. Es heißt MDF4 Indexing Exe und kann für jede MDF4 Messdatei einen ASAM standardkonformen Index erzeugen. Das Kommandozeilentool kann zur nachträglichen Indizierung genutzt werden, beispielsweise wenn mit MDF-Convert-Exe oder MDF-Combine-Exe zunächst eine Datei ohne Index erstellt wurde. Schließlich geht es noch um die Umbenennung der Batterieinstrumente. Im Laufe der letzten Versionen wurden einige neue Instrumente eingeführt, die wir als Batterieinstrumente bezeichnet haben. Nach und nach wurden diese funktional so verallgemeinert, dass sie für jedwede Art von Signalen genutzt werden können. Diese Verallgemeinerung kommt nun auch im Namen der Instrumente zum Ausdruck. Zudem unterstützen die Instrumente nun auch Drag and Drop von Signalen in andere Instrumente. Wie üblich bewirkt dabei die gedrückte Steuerungstaste ein Kopieren.
Auch die Mehrfachauswahl von Signalen ist möglich. Und selbst ein Balken aus einem Signalverteilungsdiagramm kann in ein anderes Instrument gezogen werden. Dabei werden die Signale, die unter diesem Balken zusammengefasst sind, verschoben oder kopiert. Hierdurch lassen sich auffällige Signale schneller einem Oszilloskop hinzufügen. Lediglich auf Folie ein Hinweis auf eine kleinere Anpassung. Wenn Sie mit MDA arbeiten, werden in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien der aktiven Konfiguration abgespeichert. Dies geschieht, um den Datenverlust möglichst gering zu halten, falls MDA einmal unkontrolliert beendet wird. Zudem überwacht MDA, ob eine Sicherungskopie gelöscht werden kann. Dies geschieht beispielsweise beim kontrollierten Beenden von MDA. Bisher hatten die Sicherungskopien die Dateierweiterung XDX. Wenn allerdings Ihre Konfigurationsdateien und damit auch die Sicherungskopien auf einem OneDrive-Laufwerk abgelegt sind, überwacht OneDrive, ob Dateien gelöscht werden. Dann kann es passieren, dass OneDrive die von MDA gelöschten Sicherungskopien wiederherstellt. Um dieses unerwünschte Wiederherstellen in Zukunft zu verhindern, haben die Sicherungskopien nun die Dateierweiterung xdx.tmp. Zum Schluss ein Blick auf die vollständige Liste aller Neuerungen der MDA-Version 8.7.4. Nähere Einzelheiten können Sie dem What's New Foliensatz entnehmen. Diesen sowie weiteres Informationsmaterial finden Sie im MDA 8 selbst als auch auf der ETAS Homepage. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse am MDA 8.